Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Die Magie von Arda Güler kam leider etwas zu spät, doch gestern ist sie aufgeblitzt. Was der für ein Spiel gegen die USA gemacht hat, war unglaublich. Ja, wie ihr hört, heute in dem Video reden wir natürlich auch über die WM und ich werde euch erklären, warum die Türkei aus der WM geflogen ist. Aber danach kümmern wir uns überwiegend natürlich über Real Madrid. Wir unterhalten uns über Nico Paz, denn Real Madrid wird die Rückkaufsklausel ziehen. Aber nicht, um den Argentinier zu behalten. Was da los ist, die letzten Informationen bekommt ihr natürlich in diesem Video. Dann ist the special one zurück. José Mourinho mit seinen ersten Wörtern als neuer Trainer von Real Madrid. Ich habe da zwei Videoclips für euch, die sehr interessant sind. Einiges über den Trainer verraten. Und zu guter Letzt, ja, da hört der Spaß in diesem Video heute auf. Aus Spaß wurde ernst. Denn laut Ramón Álvarez de Mon und auch laut dem AS glaubt Real Madrid nicht mehr an eine Vertragsverlängerung mit Vini Junior. Und es wird immer konkreter, dass Vini noch in diesem Sommer verkauft werden könnte. Also ein absoluter Schock. Was da los ist und noch viel mehr erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, ich hoffe einfach mal, dass ihr mich nicht allzu sehr vermisst habt. Wir haben Freunde zu Besuch und gestern haben wir etwas unternommen. Deshalb gab es gestern kein Video. Ein Short gab es immerhin. Aber ich bin zurück. Ich hoffe, ihr freut euch und unterstützt dieses Video mit einem Like, mit einem Kommentar. Wer noch nicht auf Follow geklickt hat, bitte, das unterstützt diesen Kanal ungemein. Aber ohne zu lange zu plappern, gehen wir rein in Marios WM-Ecke. Ja, und den Startschuss hat gestern die Deutschland-Gruppe gegeben. Die Elfenbeinküste gewinnt gegen Curaçao mit 2:0 und sichert sich damit den zweiten Tabellenplatz. Die Elfenbeinküste hat Spaß gemacht bei der WM bisher. Also mal schauen, wie weit die Afrikaner kommen können. Und die Deutschen gestern mit der Überraschung, obwohl sie nach der dritten Minute 1:0 schon in Führung gegangen sind, macht Ecuador die Remontada. Wer hätte das gedacht? Aber wir müssen uns auch mal über die WM, über die Schiris bei dieser WM unterhalten und über das VAR. Wie kann Vini das Tor aberkannt werden, weil er den Schotten ein bisschen zum Stolpern bringt? Okay, kannst du pfeifen von mir aus? Was ist das denn? Und ich sehe schon in den Kommentaren, dass mir irgendeiner vorwirft, ich sage, die Deutschen werden bevorzugt. Nein, also in der Szene wurden die klar bevorzugt. Und in der ersten Halbzeit allgemein, also die Schiedsrichterin hatte nicht ihren besten Tag. Aber, naja, das hat damit nichts zu tun. Sorry, wenn das VAR da nicht eingreift, wofür ist es da? Naja, also wie gesagt, die Schiedsrichterleistung gefällt mir bis jetzt bei diesem Turnier überhaupt nicht und ich denke immer weiter. Ich denke, wenn diese ganz weite Schiedsrichterlinie weiter zählt, wo getreten werden darf, geschubst, alles, hohes Bein im Gesicht, wenn das alles zählt, naja, dann müssen wir uns Sorgen machen, denn ich glaube, dann wird es sehr schwer, Argentinien aufzuhalten mit ihrem sehr, sehr aggressiven Fußball. Naja, wie dem auch sei, wir unterhalten uns gerade noch über Ecuador. Die haben mit 2:1 gewonnen, haben jetzt 4 Punkte und können sich berechtigte Hoffnung machen, als einer der besten Gruppendritten weiterzukommen. Dann etwas später Japan gegen Schweden trennen sich 1:1 und das Schicksal ist besiegelt. Die Japaner treffen im 16. Finale auf Brasilien. Vor ein paar Wochen hat Japan dieses Duell noch gewonnen. Na, sind wir mal gespannt, ob sie das wiederholen können oder ob Vini in Topform diesmal etwas zu viel ist. Wer Gruppenerster ist, die Niederlande. Denzel Dumfries gestern wieder mit einem Assist, in diesem Fall für ein Eigentor nach 3 Minuten. Also Holland spielt wirklich bis jetzt ein starkes Turnier. Ja, ich bin gespannt, wie weit die Holländer kommen. Ich glaube immer noch die Mannschaft, die die längste Serie hat, ungeschlagen bei einer WM. Respekt davor. Dann in der Nacht Paraguay gegen Australien. Und ich glaube, die Quote auf 0:0 in jedem Wetthaus hätte 1,0 sein müssen. Also gefühlt jeder wusste, dass dieses Spiel 0:0 endet. Beide brauchten noch einen Punkt, beide 0:0, beide Abwehrbollwerke. Ja, das war mehr oder weniger das langweiligste Spiel der WM. Ich habe mir die gesamte Wiederholung angeschaut, ich habe mir die Statistiken angeschaut. Naja, gefühlt hatten die sich vorher abgesprochen. Naja, gefühlt, ja.
Und dann das Spiel, auf das ich ein bisschen länger eingehen möchte. Ja, die Türkei gewinnt gegen die USA 3:2. Und ich hatte es euch gesagt. Nach der Niederlage gegen Australien und auch nach der Niederlage gegen Paraguay habe ich gesagt, passt auf, die Türkei wird gegen die USA gewinnen. Ich habe sehr viel Hate dafür bekommen, sogar im Live-Chat etc., was ich da reden würde, aber ich habe es immer gesagt. Wenn die Türkei nicht auf ein absolutes Abwehrbollwerk trifft, sondern Fußball gespielt wird, da hat die Türkei wesentlich mehr Qualität als die USA. Und das, obwohl die USA auch nach 3 Minuten schon vorne lag. Die Stimmung in Amerika, das machen die schon gut, ne? Die Fans waren da, die haben die Amerikaner nach vorne getrieben. Und trotzdem, zwischen jeder Aktion von Arda Güler und der Aktion von irgendeinem Amerikaner lagen, ich würde ja sagen Galaxien, nicht Welten, Galaxien. Was Arda Güler gestern für ein Fußballspiel abgeliefert hat. Ich wünschte, ich könnte euch die Bilder zeigen, aber die WM ist ganz strikt mit solchen Bildern. Da wird mir der Kanal sofort weggestrikt. Also, ich erinnere mich an 2 oder 3 Tunnler. Ich erinnere mich an einen Hackepass auf Badic Alper, der alleine aufs Tor gelaufen ist. Arda Güler hat nicht nur das erste Tor für die Türkei gemacht, seit 24 Jahren bei der WM. Arda Güler war gestern überall. Der war an allen 3 Toren beteiligt. Beim 2:1 schickt er den Ball in die Tiefe über links. Der passt nach hinten. Also wirklich, Arda Güler hat gestern seine absolute internationale Top-Qualität gezeigt. Ich als Madridista, ja, ich habe ein geteiltes Herz. Auf der einen Seite, der Madridista an mir denkt sich, boah, Arda Güler, der kriegt jetzt endlich mal Urlaub, kann sich mal 2, 3, 4 Wochen komplett erholen, kriegt eine komplette Vorbereitung unter José Mourinho. Die Welt ist nicht bereit. Auf der anderen Seite, keine Ahnung, mein Fußballherz hätte sich noch ein paar magische Abende von Arda Güler bei der WM gewünscht. Ich glaube, der hätte sich das verdient. Naja, wie dem auch sei, gleich bei José Mourinho komme ich auch zur Erklärung, warum die Türkei aus der WM geflogen ist. Macht euch da keine Sorgen. Ja, wie dem auch sei, das waren die Spiele von gestern. Heute wird es spannend, vor allem für mich. Denn zunächst einmal spielt Norwegen gegen Frankreich, Haaland gegen Mbappé. Die Norweger sehr schwer zu schlagen, gelten als einer der Geheimfavoriten. Also nicht als Geheimfavorit, um das Ding zu gewinnen, das glaube ich nicht, aber um weit zu kommen. Die Franzosen wahrscheinlich der Topfavorit bei dieser WM. Mal schauen, welcher Torschütze sich heute durchsetzt. Und danach Senegal gegen den Irak. Naja, mal schauen, was da passiert. Habe ich jetzt keine besondere Vorfreude drauf. Ich schaue mir natürlich Norwegen gegen Frankreich an. Dann um 2 Uhr morgens. Dann entscheidet es sich für mein Heimatland. Spanien spielt gegen Uruguay. Und da geht es für Spanien quasi schon fast um alles. Denn wenn Spanien unentschieden spielt oder gewinnt, sind sie Gruppenerster. Wenn Spanien verlieren sollte, sind sie Gruppenzweiter und treffen im 16. Finale schon auf Argentinien. Also im 16. Finale, da hätte ich noch keinen Bock drauf, bin ich ganz ehrlich. Gerne etwas später im Turnier. Für Uruguay, ja, als Madridista, da muss ich einfach mal als Madridista denken und hoffen, Fede Valverde soll so früh wie möglich aus der WM raus, damit er sich auf Madrid vorbereiten kann. Nein, ich kriege mein Spanien-Herz nicht ausgeschaltet. Ich drücke natürlich Spanien die Daumen. Im anderen Spiel Cap Verde gegen Saudi-Arabien. Da geht es darum, wer vielleicht sogar Gruppenzweiter werden könnte. Also da geht es noch um einiges. Dann um 5 Uhr morgens, ja, gilt eigentlich schon für morgen, spielt Ägypten gegen Iran und Neuseeland gegen Belgien. In der Gruppe ist noch alles offen. Aber wie gesagt, heute schwitze ich für meine Spanier. Ja, aber das war's jetzt mit der WM-Ecke. Kommen wir jetzt zu Real Madrid. Ja, und starten wir da mit einem der Dauerthemen in den letzten Wochen, in den letzten Tagen, und zwar der Argentinier Nico Paz. Ich hatte euch darüber berichtet, dass Madrid mit Como verhandelt. Madrid möchte Geld in den Kassen, aber möchte auch nicht die Kontrolle über diesen tollen Spieler verlieren. Und ein Fabrizio Romano hat das Ganze gestern nochmal auf den letzten Stand gebracht. Wer könnte es besser präsentieren als er selber? Hören wir da zusammen einmal rein. Es war ein wichtiger Tag in Madrid. Ich habe euch gesagt, es wird ein Treffen wegen Nico Paz geben. Und das Treffen hat stattgefunden. Real Madrid und Como stehen in direktem Kontakt. Real Madrid hat Como mitgeteilt, dass sie die Rückkaufklausel für Nico Paz aktivieren wollen. Also hat Real Madrid Como gesagt, wir sind bereit. Wir zahlen 9 Millionen Euro und holen den Spieler zurück. Aber Nico Paz will nicht zu Real Madrid zurückkehren.
Das kann ich euch garantieren, Leute. Nico Paz möchte mindestens noch eine Saison bei einem anderen Verein spielen und dann die Möglichkeit in Betracht ziehen, vielleicht ab 2027 oder 2028 zu Real Madrid zurückzukehren. Wir werden sehen. Aber in dieser Saison glaubt Nico Paz, dass es bei Real Madrid zu viele Spieler auf seiner Position gibt, vor allem jetzt, wo auch noch Bernardo Silva kommt. Deshalb will Nico Paz einfach woanders spielen, wobei Como seit dem ersten Tag seine Priorität ist. Die Botschaft von Real Madrid an Como heute war: Wenn ihr wollt, habt ihr ab jetzt bis Montagmorgen Zeit, um eine Einigung mit uns zu erzielen. Wir bewerten den Spieler auf 60 Millionen Euro, also lasst uns gemeinsam eine Einigung finden und in diesem Fall könnt ihr Nico Paz weiterhin behalten. Lasst uns das Geschäft neu strukturieren. Jetzt liegt's an Como, von jetzt bis Montag zu entscheiden, ob sie eine Einigung mit Real Madrid für Nico Paz erzielen und den Spieler zurückholen können oder nicht. Hinter den Kulissen kann ich garantieren, dass Cesc Fabregas, der Trainer von Como, weiterhin alles daran setzt, Nico Paz zu halten. Como ist also weiterhin im Rennen. Während Real Madrid Como mitgeteilt hat, 60 Millionen Euro Bewertung von jetzt bis Montag. Wenn ihr wollt, machen wir den Deal klar. Andernfalls können wir den Spieler ab Dienstag an andere Vereine verkaufen. Das war also die Botschaft. Lassen wir uns die Situation weiter beobachten. Ich weiß, es gibt viele Berichte über Arsenal, über Tottenham, über Inter und vieles mehr. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf Como und Real Madrid. Meine Information ist, dass wir uns auf Como und Real Madrid konzentrieren müssen. Also, schauen wir mal, was passieren wird. Ja, und das ist im Prinzip das, was ich euch in den letzten Tagen, Wochen erklärt habe. Real Madrid bietet es zunächst Como an. Ganz einfach, in Como hat Nico Paz bewiesen, dass er aufblühen kann. Da ist er der Zehner, der wichtigste Spieler, die Mannschaft, die Kabine liebt ihn, der Trainer liebt ihn. Das wäre natürlich das beste Szenario für Real Madrid. Egal, wo du einen Spieler hin ausleihst, weißt du nie, was der Trainer im Endeffekt mit ihm vorhat. Du weißt nicht, wie er in der Kabine akzeptiert wird, wie die Trainingsmethoden sind etc. Und wenn du als Madrid weißt, wir haben hier ein Rundum-Paket bei Como, wo alles perfekt läuft, ein wunderschöner Ort, ein schöner Fußball, erfolgreicher Fußball, die sind in der Champions League, ein Trainer, für den Nico Paz unersetzlich ist, natürlich ist das die Priorität von Real Madrid. Sollte das nicht klappen, muss Real Madrid aber nach ihrem eigenen Arsch gucken. Formulieren wir das mal so. Real Madrid ist nun mal nicht UNICEF oder was auch immer. Real Madrid muss auch nach den eigenen Interessen schauen. Und wenn ein neuer Trainer, ein José Mourinho, eine neue Kabine verlangt oder wichtige Spieler verlangt, damit Real Madrid sofort wieder abliefern kann, dann musst du nun mal manchmal auch Geld generieren. In diesem Fall auf den Rücken von Nico Paz. Aber Madrid schreibt ihn ja nicht ab. Madrid möchte ja die Kontrolle über ihn behalten. Ist das schön gelaufen für Como? Nein, kann ich verstehen. Aber hier und da muss auch eine Mannschaft wie Real Madrid, die sonst immer sehr, sehr viel Respekt vor den anderen Mannschaften hat, hier und da muss Real Madrid auch ihre Interessen über die Interessen von anderen setzen. Das hier ist, wie gesagt, das ist Fußball. Auch die anderen Mannschaften interessieren sich nicht nach dem, was Real Madrid möchte, sondern nach ihren eigenen Interessen. In diesem Fall macht Real Madrid genau das Gleiche. Es gab oft genug schon Situationen, wo Real Madrid einen Spieler ausgeliehen hatte und ihn eigentlich zurückholen könnte. Ich erinnere mich an einen Fran Garcia, als bei Real Madrid sich ein Mondi wieder mal verletzt hatte und wir keinen linken Verteidiger hatten. Real Madrid hätte einen Fran Garcia aus Rayo Vallecano zurückholen können, mitten in der Saison. Und das war gerade Wintertransferfenster, das war kurz vor Schluss. Aber Rayo Vallecano wäre dann am Arsch gewesen. Und Real Madrid hat es nicht gemacht und hat dann quasi mit dem Camavinga teilweise links etc. gespielt. Also wie gesagt, in dem Fall, ich kann Como verstehen, dass es für sie frustrierend ist. Aber ich verstehe Real Madrid, auch wir haben unsere eigenen Interessen. So, Schluss jetzt damit, kommen wir zu einem Spieler, oder zu einem Trainer besser gesagt, der hinter diesen Interessen steht. Nämlich José Mourinho, the Special One. Der ist zurück, hat gestern ein Interview gegeben im Podcast Beast Mode On. Und da wurde er zunächst einmal gefragt, was er sich für die Spieler bei der WM wünscht. Und jetzt aufgepasst, Leute, denn jetzt kriegt ihr eure Antwort. Lass mich nur noch kurz die Frage zu Ende bringen. Ich weiß, du hast über die K.O.-Runden gesprochen, aber worauf freust du dich dieses Jahr bei der Weltmeisterschaft am meisten? Willst du die Wahrheit wissen? Ich will immer die Wahrheit, Hose. Immer. Ich will, dass die Spieler von Real Madrid verlieren und in den Urlaub fahren. Weil ich will, dass die Jungs zurück ins Training kommen. So, liebe Türken, jetzt habt ihr eure Antwort. Denn wenn wir von Arda Güler eine Sache wissen, ist,
dass er immer die Wünsche seines Trainers versucht zu erfüllen. Jetzt wissen wir, warum die Türkei aus der WM geflogen ist. José Mourinho wünscht sich das. Arda Güler erfüllt die Wünsche seines Trainers. Natürlich nur Spaß, aber The Special One ist zurück. Welcher Trainer würde sich schon hinstellen und sagen, ich wünsche mir, dass alle meine Spieler rausfliegen. Ich möchte die bei Real Madrid. Was für ein geiler Typ. Ja, aber dann wurde er auch eine etwas ernstere Frage gestellt. Wie möchte er die Egos von Real Madrid handeln? Stimmt das, dass er einige Ego-Spieler verkaufen möchte? Hören wir uns mal die Antwort des Portugiesen an. Du hast es geschafft, so viele große Persönlichkeiten zu managen. Die Cristiano Ronaldos, die Drogbas, Terrys, Özils, Ibrahimovics. Was ist das Geheimnis, um mit solchen Top-Spielern und Persönlichkeiten umzugehen? Was ist das Geheimnis dahinter? Was ist es? Ich denke, das ist das beste Problem, das ein Trainer haben kann. Okay, Die besten Jungs zu haben, richtig? die besten Spieler zu haben, ist das beste Problem, das ein Trainer haben kann. Wir sollten eigentlich nicht über Real Madrid sprechen, aber ich kann einen kleinen Punkt ansprechen. Ich habe ein paar Dinge gelesen, in denen Leute sagten, José Mourinho kommt hierher und wird einige der Topspieler aussortieren. Angeblich gab es während der Saison einige Probleme. Nein, ich will diese Spieler. Richtig. Ich will diese Spieler. Ich will die besten Spieler. Jetzt muss ich einen Weg finden, eine Mannschaft zu haben und keine Probleme zu bekommen. Wie zum Beispiel, ich weiß es nicht. Ich lese nur, dass sie in den vergangenen Saisons welche hatten. Aber die besten Spieler sind die Spieler, die man haben will. Wenn man Probleme mit nicht sehr guten Spielern hat, dann ist das ein großes Problem. Das ist ein großes Problem. Das ergibt Sinn. Aber die großen Spieler sind eben die großen Spieler. Ja, und seien wir mal ganz ehrlich, das ist die schlaueste Antwort, die ein José Mourinho geben konnte. Stellen wir uns mal vor, der hätte sowas gesagt wie, nee, das sind mir zu viele Egos, einer muss die Kabine verlassen. Ich glaube, die Welt würde explodieren, der Real Madrid würde explodieren. Das kannst du in so einem Interview nicht sagen. Aber wenn man eins sagen muss, ich erinnere mich an das Inter Mailand von José Mourinho mit einem Ibrahimovic, mit einem Adriano, mit Stankovic. Es sind so viele Spieler, die Eto'o war da noch drin. Ich habe mal ein Video dazu gemacht, das ist eine Weltauswahl gefühlt gewesen, die der bei Inter Mailand hatte. Da war ja auch noch Patrick Vieira, Cambiaso, also jetzt der Argentinier vorne im Sturm, ich komme nicht drauf, aber ihr werdet mir mit Sicherheit helfen. Wie gesagt, das war eine Weltauswahl und da hat er die Egos schon kontrollieren können. Und bei Real Madrid steht er da vor der gleichen Aufgabe. Ich bin gespannt, ob das wirklich so ist, ob alle Egos in der Kabine bleiben. Denn ja, da kommen wir jetzt im Anschluss zum Video. Aber ihr habt José Mourinho gehört, für ihn ist das ein großes Problem. Ein echtes Problem hast du als Trainer, wenn du nicht so gute Spieler hast und schon Probleme hast. Da hat er auch recht. Aber wenn du zumindest die Probleme mit absoluten Superstars hast, ja, erinnert sehr an das, was ein Álvaro Arbeloa gesagt hat. Ich bin gespannt. Hoffentlich hat ein José Mourinho recht, behält er recht und er schafft es, dass diese Egos als eine Mannschaft funktionieren. Denn nur so kann Real Madrid erfolgreich sein. Wenn wir mal das in den letzten Jahren eins gelernt haben, dass nur große Namen alleine nicht reichen. Du brauchst eine Mannschaft. Ja. Und ob Vini Junior ein Teil dieser Mannschaft ist, das war für mich außer Frage. Seit einem Jahr hieß es, die Vertragsverlängerung steht kurz bevor, steht kurz bevor, steht kurz bevor. Die Parteien nähern sich an, dann doch nicht, etc. pp. Und aus heiterem Himmel gab es einen Artikel im AS von José Félix Díaz, dem Direktor vom AS. Lesen wir da mal kurz einmal rein. Vinicius, eine Verlängerung mit Ablaufdatum. Nach dem Ende der Weltmeisterschaft wird es weitere Entwicklungen geben. Und wenn keine Einigung erzielt wird, wird Real Madrid andere Optionen in Betracht ziehen. Ja, wie gesagt, der Artikel geht noch weiter, könnt ihr euch gerne im AS durchlesen. Aber im Prinzip geht es darum, dass Real Madrid Vini Junior nach der WM ein Angebot machen wird und irgendwann auch ein Ultimatum an so einem Angebot hängt. Real Madrid kann nicht riskieren, dass ein Vini Junior nächste Saison Real Madrid gratis verlässt. Und wenn Vini Junior und Real Madrid bei den Vertragsgesprächen sich nicht näher kommen, dass Real Madrid irgendwann einen Schlussstrich ziehen muss, irgendwann Konsequenzen ziehen muss und mögliche Szenarien schon bedenkt
und die halten sie inzwischen für gut möglich, dass Vini Junior Real Madrid noch in diesem Sommer verlässt. Kurz danach hat Ramón Álvarez Demón seine Infos in einem Video geteilt und seine Informationen gingen in die gleiche Richtung. Real Madrid verhandelt inzwischen seit 18 Monaten und ist der Meinung, was in den letzten 18 Monaten nicht geklappt hat. Warum soll das in den nächsten paar Wochen nach der WM klappen? Und Real Madrid, wie gesagt, kann dieses Risiko nicht eingehen, dass er in sein letztes Vertragsjahr geht. Er ist nun mal ein Wirtschaftsgut mit einem Wert von 150, wie viel auch immer Millionen Euro, die eine Mannschaft wie Real Madrid braucht. Dazu steckt Real Madrid ein bisschen in der Zwickmühle, laut Ramón Álvarez Demón. Sie möchten keinen Präzedenzfall schaffen, was die Gehälter angeht. Das Gehalt von Mbappé hat natürlich einen großen Einfluss genommen auf die Diskussion mit Vini. Vini möchte auch in der Kategorie verdienen, aber Real Madrid hat Angst, wenn Vini jetzt auch so verdient, dass irgendwann Bellingham hinterherkommt, Arda Güler, wer auch immer, den Madrid gerade verpflichtet, dass die sagen, wir wollen auch in diesem Gehaltsgehege sein und dann hat man das gleiche Problem, was Barcelona in den Ruin getrieben hat wegen Messi. Und Real Madrid möchte dieses Problem nicht. Dazu sieht Real Madrid, laut Ramón Álvarez Demón auch, dass ein Vini und ein Mbappé sich super verstehen außerhalb vom Platz, aber auf dem Platz die Harmonie nicht da ist. Ja, wie gesagt, und das alles sind Punkte und Aspekte, die Real Madrid, ja, immer deutlicher dieses Szenario aufzeigen, dass der Verkauf von Vini Junior eine echte Möglichkeit sein könnte in diesem Sommer. Für mich persönlich würde das auch erklären, warum vielleicht Florentino Pérez, das würde zum ersten Mal Sinn ergeben, außer dass es ein Bluff war und der Barcelona vorführen wollte oder den Transfer schwer machen wollte, warum Real Madrid vielleicht so viel Geld für einen Julián Álvarez geboten hat. Vielleicht ist der Gedanke von Florentino Pérez gewesen oder von Madrid, dann spielt ein Mbappé über links, Álvarez den falschen Neuner, wie ein Benzema das so gemacht hat und dass Mbappé reinkommt wie ein Cristiano Ronaldo quasi, um seine Tore zu schießen. Oder dass ein Florentino Pérez so heiß auf Michael Olise ist. Vielleicht sind das alles vorbeugende Maßnahmen, weil ein Vini Junior, wie gesagt, das Vertragsangebot von Madrid nicht annehmen möchte. Ja, ich möchte euch keine Angst machen. Ramón Álvarez Demón sagt auch, das ist nicht zu 100% klar. Es kann auch sein, dass Florentino Pérez sich einen Ruck gibt bei der WM, die Vini gerade spielt und sein Angebot nochmal deutlich erhöht. Aber wie gesagt, Madrid hält es für immer unwahrscheinlicher. Und ich persönlich, ja, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich möchte es mir wahrscheinlich auch gar nicht vorstellen. Es gibt auch die Leute, die sagen, Vini Junior möchte sein letztes Jahr aussitzen zur Not und möchte dann nächstes Jahr gratis wechseln. Einige reden schon vom FC Barcelona etc. Horrorszenarien natürlich. Ich kann mir aber auch ehrlich gesagt irgendwie nicht vorstellen, in welcher Mannschaft er spielen soll. Nicht von der Qualität, da kann der in jeder Mannschaft spielen. Aber ich sehe einfach einen Vini Junior jetzt nicht bei Bayern zum Beispiel. In der Bundesliga passt irgendwie nicht. Oder in Paris, die haben Kvaratskhelia, der beste Spieler der Champions League, sehe ich nicht. Man City hat Doku schon sehr, sehr gut auf dieser Position. Für mich ist Vini zwar besser, aber wenn du schon so einen Spieler hast, nimmst du nicht 200 Millionen in die Hand nochmal für einen Vini. Liverpool, wie gesagt, ich kann mir einen Vini nicht in einer anderen Mannschaft vorstellen, auch nicht in Saudi-Arabien, dafür ist er zu jung, der wird gerade mal 26. Naja, ich bin gespannt. Gibt es eine Mannschaft, ein Szenario, wo ihr einen Vini Junior sehen würdet? Lasst das gerne in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, lasst eure Meinung zu diesem möglichen Transfer auch in den Kommentaren, zu dem gesamten Video bitte. Seid nett, liked dieses Video, ich habe es eben ja schon gesagt, lasst ein Follow da. Ja, ich muss mich auf den Schock erstmal holen. Wir sehen uns morgen wieder, also bis dahin. A la Marie!